Jack und die Bohnenranke. Jack lebt mit seiner Mutter in einem kleinen Dorf. Sie sind sehr arm. Sie haben nur eine Kuh. Die Kuh gibt ihnen ein bisschen Milch, aber sie verdienen nicht genug Geld. Eines Tages sagt die Mutter zu Jack: „Wir müssen die Kuh auf dem Markt verkaufen." Jack ist nicht glücklich, aber er hilft seiner Mutter. Am nächsten Morgen geht Jack mit der Kuh zum Markt. Er ist ein bisschen traurig, weil sie die Kuh verkaufen müssen. Unterwegs trifft er einen alten Mann. Der Mann schaut die Kuh an und sagt: „Deine Kuh ist sehr schön. Ich gebe dir etwas Besonderes dafür." Jack fragt neugierig: „Was denn?" Der alte Mann zeigt ihm ein kleines Bündel Bohnen. Er sagt: „Das sind magische Bohnen. Sie sind sehr wertvoll." Jack glaubt ihm und denkt, dass die Bohnen vielleicht besser sind als Geld. Deshalb tauscht er die Kuh gegen die Bohnen. Als Jack nach Hause kommt, ist seine Mutter sehr wütend. Sie schreit: „Was hast du getan? Diese Bohnen sind wertlos." Dann wirft sie die Bohnen aus dem Fenster. Jack ist traurig und geht schlafen. In der Nacht passiert etwas Seltsames. Die Bohnen beginnen im Garten zu wachsen. Sie wachsen sehr schnell und werden zu einer riesigen Bohnenranke. Sie wächst höher und höher, bis sie in den Himmel reicht. Am nächsten Morgen schaut Jack aus dem Fenster und sieht die große Bohnenranke. Er ist sehr überrascht und neugierig. Er fragt sich: „Wo führt diese Bohnenranke hin?" Jack denkt eine Weile nach. Dann entscheidet er, die Bohnenranke zu untersuchen. Er geht in den Garten und fasst die Pflanze an. Sie ist sehr dick und stark. Langsam beginnt er daran hochzuklettern. Die Bohnenranke ist sehr hoch. Jack klettert lange Zeit nach oben. Unter ihm wird das Haus immer kleiner. Schließlich sind die Wolken unter ihm. Nach einer langen Zeit erreicht Jack einen Ort über den Wolken. Dort sieht er etwas sehr Ungewöhnliches, eine große Burg. Er ist erstaunt und bleibt kurz stehen. Die Burg sieht alt und groß aus. Er fragt sich: „Wer lebt hier wohl?" Langsam geht er zur Tür und öffnet sie leise. Jack hat ein bisschen Angst, aber seine Neugier ist stärker. Er tritt in die Burg ein. Es scheint, als wäre niemand da.
Alles ist sehr groß und still. Die Möbel sind riesig und der Raum wirkt seltsam ruhig. Jack schaut sich langsam um und hört plötzlich schwere Schritte. Bumm, bumm, bumm. Der Boden beginnt zu zittern. Er erschrickt und versteckt sich schnell hinter einem großen Schrank. Ein riesiger Mann kommt in den Raum. Es ist ein Riese. Er setzt sich an den Tisch und isst sehr viel Essen. Danach holt der Riese einen großen Beutel hervor. Er legt ihn auf den Tisch und schüttet viele Goldstücke aus. Der Riese betrachtet sie zufrieden. Jack bleibt ganz still und beobachtet den Riesen aus seinem Versteck. Er wartet lange, bis der Riese satt ist und schließlich einschläft. Der Atem des Riesen wird langsam und tief. Jetzt bewegt sich Jack ganz vorsichtig. Er geht leise zum Tisch. Er nimmt so viel Gold, wie er tragen kann. Dann geht er langsam zur Tür. Als er draußen ist, läuft er schnell zur Bohnenranke und beginnt, hinunterzuklettern. Nach einiger Zeit ist Jack wieder zu Hause bei seiner Mutter. Sie sind jetzt glücklich, weil sie Gold haben. Sie kaufen Essen und leben besser als früher. Aber Jack denkt immer noch an die große Burg über den Wolken. Bald klettert Jack wieder die Bohnenranke hinauf. In der Burg wartet er, bis der Riese schläft. Dann geht er leise in den Raum und findet eine goldene Gans. Diese Gans legt jeden Tag goldene Eier. Jack nimmt sie vorsichtig mit und geht schnell zurück nach Hause. Jack und seine Mutter werden noch reicher. Sie leben jetzt sehr bequem und haben keine Sorgen mehr. Doch Jack ist nicht zufrieden. Er denkt, in der Burg gibt es sicher noch mehr. Ein drittes Mal klettert Jack die Bohnenranke hinauf. Wieder geht er in die Burg. Dieses Mal findet er eine besondere goldene Harfe. Als er sie berührt, beginnt die Harfe laut zu rufen: »Hilfe! Hilfe!« Der Riese wacht sofort auf und wird sehr wütend. Er merkt, dass wieder jemand in seiner Burg war. Der Riese rennt schnell aus der Burg und sieht Jack auf der Bohnenranke. Jack klettert so schnell er kann nach unten. Sein Herz schlägt sehr stark, weil er große Angst hat. Der Riese beginnt ebenfalls, die Bohnenranke hinunterzuklettern. Die Bohnenranke wackelt stark unter ihrem Gewicht.
Jack kommt immer näher zum Boden. Er ruft laut: »Mutter, die Axt, schnell!« Seine Mutter kommt sofort mit einer Axt aus dem Haus. Jack erreicht den Boden, rennt los und zeigt auf die Bohnenranke. Der Riese ist noch oben und kommt immer näher. Die Mutter schlägt schnell mit der Axt auf die Bohnenranke. Nach einigen Schlägen bricht die Bohnenranke langsam zusammen. Der Riese ist noch oben und verliert den Halt. Er fällt in die Tiefe und verschwindet. Jack und seine Mutter sind jetzt in Sicherheit. Sie sind sehr froh, dass alles vorbei ist. Mit den Schätzen aus der Burg werden sie reich. Und so lebten Jack und seine Mutter glücklich bis ans Ende ihrer Tage.